Herzlich willkommen auf dem TestVenture-Kanal. Mein Name ist Carsten und ich zeige dir Schritt für Schritt den Batteriewechsel eines Porsche Autoschlüssels. Alles, was du wissen musst und benötigst, erfährst du wie immer bei uns. Los geht's! Zunächst habe ich hier einen gängigen Porsche Autoschlüssel vorliegen, kompatibel mit 911er, Taycan, Panamera oder Cayenne Porsche Automodellen. Du benötigst kein Werkzeug für den Batteriewechsel, solltest aber darauf achten, dass die Verbindung zwischen Batterie und dem Schlüssel so kurz wie möglich getrennt ist. Starten wir den Wechsel. Drehe dafür den Schlüssel auf die Rückseite mit der Ersatzschlüsselseite nach oben. Gehe mit dem Fingernagel in die Einkerbung und drücke den Ersatzschlüssel aus seiner Vorrichtung. Dabei kann dein zweiter Daumen, wie zu sehen, unterstützen. Bekommst du es so nicht hin, dann nimm dir einen Schraubendreher, sei aber vorsichtig, damit du den Schlüssel nicht beschädigst. Hast du den Schlüssel entnommen, dann müssen wir nun die zwei Seitenklappen entfernen. Wir starten auf der rechten Seite, denn die zwei Klappen liegen in der Mitte übereinander. Nach dem Batteriewechsel starten wir beim Zusammenbauen übrigens mit der linken Seite. Drücke die obere Ecke nach hinten, um das Seitenteil aus der Vorrichtung zu lösen. Die zwei Zacken sind fest eingerastet, das nach hinten drücken ist der Problemlöser und so geht auch nichts kaputt oder bricht ab. Es ist keine große Kraft dafür notwendig. Wie du sehen kannst, liegt die rechte Seite auf der linken. Wir wiederholen das Spiel mit der linken Seite. Nach hinten drücken und zur Seite entnehmen. Jetzt kannst du in der Mitte das Batteriefach sehen. Auf dem Deckel ist die Richtung angezeigt, in welche wir drehen müssen. Merke dir die Position, wie der Deckel befestigt ist. Links die große Seite, rechts die kleine. Denn der Deckel passt nur auf diese Art und Weise. Du musst nicht weit drehen, um den Deckel abnehmen zu können. Hast du Probleme, dann kannst du auch ein 50-Cent-Stück nehmen, es in der Mitte positionieren und drehen. Du benötigst eine neue CR2032V3 Knopfzellenbatterie. Links zur passenden Batterie findest du übrigens unten in der Videobeschreibung. Schau da gerne vorbei für den Support. Lege deine neue Batterie mit der Schrift nach oben ein und lege den Deckel auf die Batterie. Verschließe den Deckel, indem du ihn diesmal in die andere Richtung drehst. Hast du Probleme, dann nimm dir wieder das Geldstück zur Hand. Ist der Deckel verschlossen, nehmen wir uns zunächst die linke Außenseite, legen das untere Ende am Schlüssel an, so passen die zwei Zacken automatisch oben in die Lochvorrichtung. Drücke nun die obere Seite fest, es ist ein deutliches Klacken zu hören. Die rechte Außenseite funktioniert wie die linke, unten anlegen und oben festdrücken. Zu guter Letzt setzen wir den Ersatzschlüssel wieder ein. Deine Porsche Schlüsselbatterie ist nun erfolgreich gewechselt und dein Autoschlüssel sollte wieder einwandfrei funktionieren. Wenn ich dir mit diesem Video weiterhelfen konnte, dann freue ich mich über deine Super Thanks Spende. Like gerne das Video, schreibe uns einen lieben Kommentar oder abonniere kostenfrei unseren TestVenture-Kanal. Vielen Dank für deine Unterstützung. Wenn du Interesse hast, den ein oder anderen Euro zu sparen, dann schau dir unbedingt unsere Vergleichsrechner auf testventure.de an. Strom, DSL, Smartphone oder auch Prepaid-Tarife können schnell veralten und teurer sein, als es sein muss. Vergleiche deine Tarife mit den tagesaktuellen Angeboten über unsere Vergleichsrechner. Du wirst bestimmt fündig. Links dazu findest du in der Videobeschreibung.